In Blender sind oftmals Geometry Node Graphen hinter den verschiedenen Modifiern versteckt, welche du als Benutzer oftmals gar nicht siehst. Stattdessen erhältst du direkt im User Interface die verschiedenen Variablen der Funktion als Konfigurationsmöglichkeit. Und mit Blender 5.0 gibt es aktualisierte und auch neue Modifier. Was hat sich geändert? Und wie benutzt man sie? Hier ist wieder euer Truly Most Wanted und ich begrüße dich zu Blender 5.0 erklärt. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen oder helfen sollte. Abonniere sehr gerne, um kein weiteres Blender Tutorial zu verpassen und schreib gerne auch jederzeit Fragen und Feedback in die Kommentare. Und jetzt starten wir rein in die Blender Version 5.0 in der Beta. Los geht's! Damit du in Blender auf einem Objekt Modifier anwenden kannst, musst du zuerst mal zwingenderweise ein Objekt haben. Jedes neue Projekt in Blender hat hier den Standardwürfel in der Szene. Einfach anklicken und er ist hier oben rechts ausgewählt. Wenn du aber keinen Mesh hier gerade in der Szene hast, gar kein Thema, dann gehst du oben links auf das Add-Menü, Mesh und kannst hier einfügen, was auch immer du möchtest. Je nachdem, ob du mit Add-ons und Erweiterungen arbeitest, hast du hier mehr Einträge oder vielleicht auch ein paar weniger. Ansonsten, sobald du ein Mesh-Objekt hast, erkennbar oben rechts in der Szene an diesem orangenen Dreieck, dann hast du das Objekt hier verfügbar, du klickst es an und gehst dann auf dem unteren Bereich hier auf den blauen Schraubenschlüssel namens Modifier. Hier drüber kannst du dann über den Button Add Modifier 5 Kategorien finden, namens Edit, Generate, Deform, Normals und Physics. Und diese 5 gucken wir uns gleich mal genauer an. Auf der linken Seite hier haben wir die Version 4.5.3, das ist die aktuellste Stable-Version, die es auch unter anderem auf Steam gibt. Auf der rechten Seite hier, dort haben wir die Blender 5.0 Beta mit Stand von heute, dem 22. Oktober 2025, etwa 2 Wochen vor Veröffentlichung der richtigen 5.0 Version. Und jetzt gucken wir uns mal unter anderem auf der linken Seite hier Modifier an und auf der rechten Seite. Und ein großer Fokus hierbei liegt in der Kategorie Generate. Denn merkt euch mal hier auf der linken Seite die Reihenfolge der ersten 2-3 Elemente. Array, Bevel, Boolean, das ist jetzt Blender 4.5.3 bis dahin. Und jetzt in Blender 5.0 hier drüben, da haben wir Generate, Array, Array Legacy und dann Bevel und Boolean. Also die 3 Modifier bleiben in der gleichen Reihenfolge, aber es gibt jetzt einen alten Array Modifier und zwar den bis Blender 4.5.3 und einen komplett neuen für die 5.0 Version. Deswegen, da müssen wir heute in jedem Fall reingucken. Dann gehen wir mal links weiter zum Buchstaben B. Wir haben dort Boolean, Build, Decimate und danach Edge Split. Und drüben haben wir Boolean, Build und dann haben wir Curve to Tube als neues Element hier. Das ist ebenfalls eine Neuerung aus Blender 5.0. Dann auf der linken Seite wiederum geht es weiter. Wir vergleichen unter anderem beim Buchstaben M bis R. Und zwar haben wir links Mask, Mirror, Multi-Resolution, Remesh, Screw, Skin, Solidify und dann Subdivision Surface. Und auf der rechten Seite gucken wir mal unter M, Mask, Mirror, Multi-Resolution, Remesh und dann kommt nicht Screw, sondern es kommt zuerst Scatter on Surface. Das ist der dritte neue Modifier in Blender 5.0. Also Array, Curve to Tube und Scatter on Surface. Diese 3 werden wir uns heute anschauen. Beginnen wir in diesem Video direkt mit dem Array Modifier und zwar zuallererst mal hier mit Generate und zwar dem alten Array Modifier. Den habe ich dir bereits in unserem Blender 4.4 oder 4.5 Video zum Thema Generate Modifier komplett erklärt, wie er funktioniert, aber hier nochmal ein ganz kurzer Abriss. Man kann hier oben erstmal einstellen, wie viele Objekte soll es geben. Jetzt haben wir hier 7 Würfel in der Reihe, ungefähr so, und dann können wir hier unten drunter entweder ein relatives Offset, ein konstantes Offset oder ein Objektabstand Offset nehmen und das dafür nutzen.
Hier unten ist es auch möglich, Geometrien zu mergen, also quasi das Merge by Distance zu verwenden, um eben die Anzahl von Vertices, Kanten und Flächen zu reduzieren im Mesh, und das können wir hier grob konfigurieren. Hier oben neben Fixed Count haben wir auch Fit Length, eben eine Länge einstellen, und dann müsste das Ganze sich darauf eben einstellen, dass eben bei 12 Metern 12 durch 2 Meter Größe hier genau 6 Objekte reinpassen. Schauen wir uns jetzt mal den neuen Array Modifier an. Add Modifier, Kategorie Generate, und das erste hier oben ist Array. Ihr seht schon, hier gibt es einige Einstellungen andersherum aufgelistet, und wir haben auch hier im 3D Viewport neue Symboliken mit diesem gelben Kreuz hier hinten. Was genau bedeutet das alles in Blender 5.0? Gucken wir uns mal der Reihe nach an. Zuerst einmal hat der Modifier hier jetzt 4 Arten von Shapes. Entweder entlang einer Linie, in einem Kreis verlaufend, entlang einer Kurve oder entlang eines Transforms, eben Input oder Objektabstand. Beginnen wir mal hier oben bei Linie. Wie vorher können wir auch hier Count die Objektanzahl einstellen. Das ist das erste Einfache hier. Einfach sagen, wie viele Würfel dürfen es denn sein? Von 1 bis, sucht euch eine Zahl aus und probiert es einfach mal aus. Dann unten drunter, das haben wir eben auch schon gesehen in der alten Variante, gibt es den Offset. Und zwar entweder relativ, eben mit einem Multiplikator und Faktor. Hier in dem Fall heißt 1, nehmen einmal die volle Mesh-Breite in der X-Achse, und dann ist das die Distanz zwischen jedem Würfel hier. Oder wir haben ein konkretes Offset, das heißt hier zum Beispiel alle 2 Meter entlang der X-Achse wird ein Würfel platziert. Oder was neu ist in 5.0, ein Endpunkt. Der Endpunkt kann verschoben werden, wie wir möchten. Zum Beispiel hier auf 10 Meter, ungefähr dahin. Und jetzt können wir mal uns ein bisschen was anschauen. Warum entsteht hier diese Verteilung? Ganz simpel gesagt, die Aufgabe ist von Blender, verteile 4 Würfel über eine Distanz von 10 Metern. Und das kann man mathematisch sehr einfach berechnen. Der erste Würfel ist immer genau an seinem Origin, der verschiebt sich nie. Das heißt, es müssen 3 Würfel über eine Distanz von 10 Meter verschoben werden, und das machen wir, indem wir 10 Meter x Distanz durch 3 Objekte rechnen. Dann haben wir 3, Periode 3, und entsprechend ist das der Abstand zwischen jedem einzelnen Würfel hier. Immer jeder hat zum anderen 3, Periode 3 Meter Abstand. Ganz simpel. Dann, das sind die Positionen. Schauen wir uns jetzt mal die Rotationen an. Hier unten X-Achse, sagen wir mal 90 Grad. Und ihr werdet merken, hier passieren interessante Dinge. Der erste Würfel hier links hat 0 Grad Rotation. Der zweite hier hat jetzt bei 4 Objekten 30 Grad Rotation, der nächste hat 60 Grad und der hinterste hier hat x 90 Grad. Das heißt, die Rotation baut sich entlang der Linie immer weiter auf. Machen wir hier mal zum Beispiel 50 Objekte, dann ist das hier sehr klar erkennbar, wie das funktioniert. Wieder zurück hier auf 4 gehen und wir sehen es ganz gut. Dann Skalierung. Gehen wir mal runter von Skalierung 1 auf zum Beispiel 0,1 in allen 3 Achsen, und auch hier gilt das Gleiche. Der linke Würfel, der Originale, fängt mit Skalierung von 1 an und baut sich immer weiter ab Richtung Skalierung von 0,1 entlang allen 3 Achsen. Machen wir hier nochmal 50 Objekte und auch hier ist es klar erkennbar. Ziemlich cool, oder? Wieder zurück auf 4 stellen, und das sind schon für den Modus Endpoint die Einstellungen hinsichtlich Rotation und Skalierung. Meine erste Frage dahingehend war, wie ist das im Bereich relativ? Weil hier passieren merkwürdige Dinge meiner Meinung nach, und zwar folgendes. Zuerst einmal, alles skalieren wir auf 1 zurück, Rotation machen wir auch mal wieder auf 0.
Wenn wir hier oben im Offset-Modus relativ sind und wir tragen mal hier X-Achse 90 Grad ein, dann wirkt es so, als ob gleichermaßen alle Würfel hier rotiert sind. Bei der Skalierung hier auf 0,1 runter, da, naja, wird irgendwie jetzt gerade nur ein Würfel betroffen. Die anderen da hinten sind jetzt nicht so beeindruckt davon anscheinend. Und das können wir hier auch verändern. Das wirkt ein bisschen kaputt irgendwie noch. Kann sich aber auch ändern. Bei einem fixen Offset, naja, da sagen wir jetzt hier, im Abstand von 10 Metern zueinander auf der X-Achse wird mit 90 Grad Rotation jeweils ein Würfel platziert und die Skalierung von 0,1 ist hier auch noch nicht ganz richtig. Aber ihr seht hier, die Veränderung gibt es trotzdem. Und zum Schluss eben der Endpunkt, da ist es am ehesten auffällig. Ich glaube, das Verhalten hier soll wohl das auch Finale sein. Deswegen vielleicht mal hier nochmal genau drauf gucken im Blender 5.0 Release. Damit haben wir diese grundlegenden Transform-Einstellungen hier oben abgeschlossen. Die Shape gucken wir uns gleich genauer an. Aber hier unten Randomize, das finde ich noch sehr spannend. Wenn wir hier mal Reset to Default Value machen, und zwar für Rotation und Skalierung, dann können wir mal hier unten uns Randomize anschauen. Jetzt kann nämlich für jede erzeugte Objektdistanz hier ein zufälliger Wert genutzt werden. Und zwar zum Beispiel hier 1 Meter mehr oder weniger eben von der Distanz her nutzen. Dann haben wir auch Rotation hier eben um zum Beispiel 10 Grad. Manche gehen nach links, andere wiederum nach rechts. Abhängig vom Zufall eben, wo die hingehen. Wir können auch eine zufällige Skalierung entlang aller 3 Achsen oder einzelner Achsen fordern. Zum Beispiel eben um 0,1 Skalierung variierend plus oder minus. Dann hier unten drunter flippen können wir die auch mit der X-Achse. Das merkt man hier jetzt nicht. Gucken wir mal Y. Auch nicht. Vielleicht aber Z. Ne, da merkt man jetzt gerade nichts. Und hier unten wichtiger Haken übrigens. Exkludiere das erste Element in der Reihe und das letzte Element in der Reihe. Dann werden nur die Würfel zwischen dem ersten und letzten davon betroffen sein. Genau wie vorher gibt es auch die Funktion für Merge by Distance, um Vertices aufzulösen. Hieran hat sich nichts geändert. Aber oben drüber wird es interessant. Und zwar die Shape. Wir haben jetzt hier Linie. Gehen wir mal auf Circle. Und beim Circle müssen wir uns hier ein bisschen herumdrehen. Vorher war dieses gelbe Kreuz hier der Markierungspunkt für den Endpunkt unseres Modifiers. Jetzt ist er eben das Gizmo für den Kreis. Und wenn wir hier an diesem gelben Böppel dran ziehen oder hier rechts den Radius einstellen, können wir einen Kreis formen, zum Beispiel hier auf 10 Metern. Wir zoomen heraus und haben jetzt hier einen Kreis aus 4 Objekten. Machen wir doch mal hier 100 Objekte hin und das Ganze sieht so aus. Vielleicht ein bisschen kleiner auf 5 Meter runterbringen und schon geht es doch in eine gewisse Reifenform auch irgendwie. Jetzt könnten wir hingehen und das Ganze noch ein bisschen hier weiter pushen. Eben Frage ist, geht es entlang Z oder X oder Y? Da können wir den Kreis mit herumdrehen. Und wir können auch bestimmen, kompletter Kreis oder nur ein Bogenmaß. Nur 180 Grad vom Kreis als Start- und Endpunkt nutzen oder vielleicht doch mehr oder weniger erhöhen oder verringern. So könnte man jetzt also auch einen Ladebalken animieren und ihn als 2D-Grafik für ein Programm nutzen theoretisch. Die nächste Variante ist die Kurve. Dafür brauchen wir ein Curve-Objekt in unserer Szene. Das haben wir hier schon eingefügt. Und falls du dich fragst, wo findet man in Blender Kurvenobjekte? Ganz simpel, du gehst oben links auf das Add-Menü, dann auf Curve und wählst hier zum Beispiel Bezier-Kurve oder einfach auch Path aus, kannst die einfügen und dann hier links oben vom Object in den Edit-Mode gehen und dann die Punkte bearbeiten, verschieben und neue einfügen.
Jetzt schnappen wir uns unseren Würfel, wählen hier unsere Kurve einmal aus, ungefähr so, und ihr merkt, Array Modifier entlang einer Kurve geht auch problemlos. Dann, wir können hier per Curve einstellen, relative Abstände zueinander oder eben feste, und wir haben hier unten auch Realize Instance. Wichtig ist hier oben, Count Method können wir umstellen von der Anzahl auf Distanz. Zum Beispiel wollen wir jetzt hier auf der Kurve nur jede 2 Meter einen Würfel haben. Das wäre dann ungefähr so. Vielleicht auch jede 4 Meter nur, das wäre das hier. Und so können wir die Konfiguration anpassen. Und zum Abschluss gibt es hier Transform. Transform entweder mit Inputs, dann wird das Ganze ein bisschen merkwürdig aktuell in der Beta, oder eben, wie es beim alten Modifier der Fall ist, abhängig zur Distanz von einem Objekt. Nehmen wir mal hier zum Beispiel unsere Curve im Hintergrund und jetzt nehmen wir die Curve und verschieben die mal über G und ihr merkt, da werden die Objekte langgezogen im gleichen Abstand, wie der Würfel zur Kurve hat. Kleinerer Abstand ist kleinerer Abstand für den Würfel, größere heißt weitaus mehr insgesamt nachher in die Welt hinein. Und das ist im Grunde der neue Array Modifier. Damit habt ihr alle Funktionen gesehen, wie man sie anwenden kann. Nur halt hier bei Linie, eben mit Endpoint, Relative und Offset, muss man halt aufpassen mit Rotation und Skalierung. Der zweite neue Modifier in Blender 5.0 nennt sich Curve to Tube. Wir müssen unsere Kurve auswählen, das ist dieser hier. Dann gehen wir hier auf Add Modifier und haben hier in der Generate-Kategorie eben hier Curve to Tube. Das ist eine Sache, die wir sehr gerne auch über die Einstellungen eben machen bei Kurven hier unten. Und was machen wir jetzt daraus? Ihr seht hier selbst, aus der Kurve heraus wird so ein Rohr generiert und das ist quasi das Beveln. Wir können jetzt hier eine Skalierung einstellen, wie dick das Rohr werden soll, unter anderem. Zum Beispiel eben einen halben Meter dick. Und dann ist die Frage, was soll hier gemacht werden? Wollen wir das Ganze rund haben mit einem Kreis? Und wenn ja, wie viele Segmente wollen wir hier drin haben? Da können wir einfach die Anzahl hier hochschrauben. Also ein Kreis jetzt zum Beispiel mit 30 Vertices. Oder wollen wir Custom haben? Und etwas Custom würde bedeuten, wir können wie bei einer normalen Kurve hier ein Objekt entlang beveln. Wir schnappen uns mal hier über Shift A oder das Add-Menü hier oben einfach mal ein Mesh und zwar ein normales Plane hier. Dann haben wir hier das auf dem Boden. Wir gehen mit Tab aus dem Edit Mode heraus, wieder in den Object Mode hier oben links. Und jetzt können wir auf das Objekt rechts klicken und sagen Convert to Curve. Und jetzt haben wir unser Plane in eine Kurve verwandelt. Jetzt nehmen wir hier unser Curve Object, markieren hier unten mal unser Plane, wenn es denn auswählbar ist, oder hier oben in der Liste das Plane. Und ihr seht, da haben wir das Ganze dran. Also im Grunde gibt es jetzt quasi die Kurven-Bevel-Funktion als Modifier. Schauen wir mal eben nach, ob es das noch hier unten gibt wie vorher. Geometry, Bevel mit Round oder Object, das sind im Grunde die beiden Funktionen, die wir gerade über einen Modifier anwenden. Dann können wir hier unten noch resamplen das Ganze. Wir können eben die Caps aktivieren, ob wir die flat haben wollen oder rund. Das ist übrigens eine Neuerung, das können normale Kurven eigentlich nicht. Oder auch über ein Custom-Ende einfügen. Das nehmen wir mal als Würfel hier in Anspruch, ungefähr so. Und auch am Start den Würfel einfügen. Da kann man jetzt richtig schöne Spielereien mitmachen. Und wenn ihr im Custom Mode jetzt unter anderem das Ganze noch verformen wollt hier und sagt, das Rohr ist mir zu dick, dann müsst ihr einfach nur hingehen, hier die Skalierung konfigurieren von dem Objekt oder einfach selbst das Objekt nehmen und zwar das Plane hier oben mit Tab oder oben links hier wieder in den Edit Mode wechseln und einfach hier das Mesh höher skalieren oder kleiner skalieren.
Das ist eben auch eine Sache, die vorher nervig war beim Beveln von Kurven, denn vorher war die Dicke im Custom Mode ausschließlich konfigurierbar über die Skalierung des Meshes. Jetzt können wir das einfach hier oben mit dem Scale einstellen und das Ganze ist viel entspannter. Und der dritte und letzte neue Modifier in Blender 5.0 ist der Scatter over Surface Modifier. Damit wir den nutzen, fügen wir mal hier links erstmal über Add Mesh ein Plane ein. Das skalieren wir richtig schön breit, mal ungefähr so. Das war jetzt gerade die Taste S zum Skalieren. Und jetzt können wir hier noch per Rechtsklick Subdivide ein paar Mal aufrufen, ungefähr so, wie als wenn wir jetzt einen Level Terrain formen würden. Und wir schnappen uns mal den ein oder anderen Punkt hier in der Punktauswahl mit Zahlenreihe 1, was hier oben links dieses Symbol hier ist. Und dann wollen wir hier oben mal den Magneten und dann wollen wir hier oben mal das proportionale Bearbeiten über die Taste O aktivieren, ungefähr so. Und hier 1, 2 Punkte mal nach oben bewegen. Mit dem Mausrad hier den Radius vergrößern, ungefähr so, dass wir so ein kleines Terrain bekommen. Dahin ungefähr und hier unten in der Ecke noch ein Berg, so. Und dann verlassen wir mit Tab den Edit Mode wieder. Jetzt haben wir hier ein simples Terrain und bestimmt kennst du es, auch im Level Design, in Game Engines oder sonst wie einfach in Blender. Du willst viele Objekte über ein Terrain vielleicht sogar zufällig verteilen, um mal zu gucken, wie sieht denn das Ganze aus. Und dafür kommt der neue Modifier ins Spiel. Wir gehen auf Add Modifier, schnappen uns in Generate hier unten den Scatter on Surface Modifier hier und jetzt seht ihr schon, da wird einfach direkt eine Masse von Punkten entlang aller Oberflächen dieses Planes jetzt generiert. Das heißt, das hier sind zufällig ausgewählte Positionen, wo etwas landen könnte. Und wir können hier entweder eine Density einstellen oder auch eine feste Anzahl von Objekten, zum Beispiel auf dem gesamten Mesh wollen wir 500 Positionen für Bäume haben. Die würden jetzt vielleicht irgendwo hier stehen oder machen wir mal hier nur 300 Stück, ungefähr so. Und das wären eben die Möglichkeiten dafür. Hier unten die Distribution Mask, die können wir auch verändern. Ihr merkt, ab einem gewissen Schwellenwert erst zeigt die ihre Wirkung, gar nicht oder ein bisschen in dem Falle. Und wir können auch hier unten einen Seed einstellen, einen Level-Generator quasi, wo die Sachen eben platziert werden sollen. Da können wir ein bisschen mit herum experimentieren. So. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir Objekte auf unserem Surface verteilt? Ganz einfach. Wie hier unten zu sehen ist, könnt ihr jetzt entweder ein einzelnes Objekt oder eine komplette Collection an Objekten eben hier auswählen, über die Pinzette, hier zum Beispiel den Würfel einfach nehmen und dann wird der Würfel hier überall verteilt. Mit der Viewport Visibility hier können wir die Sichtbarkeit und Anzahl der Objekte eben hier reduzieren und dann merken wir jetzt eben 100% aller 300 Objekte oder eben 0% aller 300 Objekte. Ist auch vielleicht so eine Art Wachstum, wenn jetzt hier Bäume spawnen oder wachsen würden, dass man so ein bisschen nachvollziehen kann, wo würden die hinkommen. Im Transform hier unten können wir auch ein Surface Offset machen, eben Abstand zur Oberfläche und das Ganze eben erhöhen, also weiter weg von der Oberfläche oder eben nach unten hier das Ganze weiter in die Erde verfrachten. Jetzt gehen wir mal hier auf 0. Und ich zeige euch aus Spaß mal etwas. Wir nehmen mal hier unseren originalen Cube, gehen mal mit Tab in den Edit Mode und wir skalieren den in allen Achsen außer Z. Also drücken wir Shift und Z, um diese beiden Achsen auf dem Boden zu sperren und machen das Ganze mal eben deutlich kleiner, ungefähr so. Dass wir uns quasi vorstellen könnten, das hier wären so Baumstämme zum Beispiel. Wir verlassen den Edit Mode wieder mit Tab, gehen wieder oben links hier in den Object Mode zurück und jetzt Folgendes.
Wenn wir hier unser Surface auswählen, eben unser Plane, dann können wir unten rechts jetzt hingehen und hier auch Align Rotation deaktivieren. Dann sind die alle wirklich kerzengerade ausgerichtet hier und es würde so aussehen ein bisschen wie ein Wald. Als nächstes können wir jetzt auch hingehen und für unsere Objekte, die wir platziert haben, hier noch eine Skalierung eintragen. Die gilt erstmal grundlegend für alle. Zum Beispiel entlang der Höhenachse Z wollen wir eine Skalierung von 2 haben oder in allen Achsen um 2 skalieren. So im Groben. Und hier unten auch wieder die schöne Randomize-Funktion. Denn jetzt können wir alle Transform-Werte nochmal skalieren. Wollen wir ein zufälliges Offset in einer bestimmten Richtung hinzuaddieren? Ja oder nein? Zum Beispiel eben um X, Y auch nicht, Z um 20 cm mehr nach oben oder nach unten. Das wird hier zufällig drauf angewendet. Manche sind jetzt höher, andere wiederum etwas tiefer. Und so können wir diesen Modifier hier nutzen. Rotation ändern bei Bäumen würde ich jetzt nicht machen, könnt ihr aber genauso auch verändern lassen und die Skalierung hier unten um einen gewissen Wert entlang aller 3 Achsen verändern. Das ist auch eine coole Idee. Nehmen wir mal hier den Faktor 0.3. Da sind jetzt manche Bäume ein bisschen größer und dicker, andere wiederum eher etwas dünner und kleiner und man könnte die hier genauso einfügen. Und das sind im Grunde die gleichen Bereiche wie vorher. Jetzt kommt noch eine weitere Sache und zwar hier unten eine Bildmaskierung. Und das ist was wirklich Cooles. Jetzt können wir hingehen und eine Bildmaske erstellen, um zu bestimmen, wo dürfen die denn überhaupt spawnen. Gehen wir mal hier auf den Button plus New und dann machen wir eine Textur der Größe 1024 x 1024. Nennen das Ganze hier mal eben Terrain-Mask. Gehen hier auf New Image und jetzt können wir hier oben in Texture Painting hingehen, die Textur hier auswählen und wir sehen ja hier unser Plane drüber skaliert mit allen unterteilten Flächen. Jetzt, wie in jedem Video- und Bildbearbeitungsprogramm gilt Folgendes. Alle Stellen, die wir jetzt hier in der Farbe Weiß bemalen, sind mögliche Spawn-Flächen. Passt mal auf. Wir scrollen hier ein bisschen heraus, ungefähr so. Und jetzt malen wir mal hier drüber, ungefähr so einen Strich. Dann kommen die Sachen genau hier drüber. Machen wir mal noch, hier unten sollen Bäume hinkommen, auf diese Stelle hier. Dann spawnen hier ein paar Bäume. Dann könnten wir noch sagen, ja, vielleicht so... Machen wir mal einen Fluss, einen größeren Radius hier, ungefähr so. Und dann könnten wir jetzt hier zum Beispiel einen Fluss konkret heraus extrahieren und sagen, in diesem Fluss hier unten sollen jetzt keine Bäume spawnen, aber auf den beiden Arealen links und rechts daneben, da dürfen Bäume spawnen. Das ist eine sehr coole Ergänzung fürs Leveldesign und das lohnt sich auf alle Fälle. Wenn wir jetzt das Terrain hier ein bisschen anpassen würden im Edit Mode und wir sagen, ja komm, wir machen mal hier den Fluss, nehmen mal hier mit Shift Linksklick so ein paar der Punkte, ungefähr hier so, hier unten hin und dann skalieren wir die mal in Z mit einem kleineren Radius hier auf 0, ungefähr so. Und ziehen das mal unten in den Boden runter. Dann hätten wir doch hier so eine ganz grobe Schlucht eben vielleicht für einen Wasserfall, der zu einem Fluss hier wird und dann hier entlang laufen könnte. Also für die ganz grobe Level-Idee in jedem Falle ein sehr schönes Tool zum Beitragen und schnelleren Arbeiten. Aber ja, das ist, wie die 3 neuen Modifier in Blender funktionieren. Ich finde, mein persönlicher Favorit ist jetzt hier der neue Scatter on Surface Modifier, weil das habe ich mir vorher immer selbst gebaut mit Geometry Node Graphen und das war immer ein bisschen fummelig, sich genau da diese 10, 15 Nodes zu merken, mit denen man das Ganze macht. Jetzt einfach eine kleine Konfiguration über eine UI zu haben dafür und sogar auch eine Bildmaskierung, was ich echt sehr cool finde, ist mein persönlicher Favorit.
Wie ist es bei dir? Welchen der 3 Modifier fandest du am interessantesten? Den neuen Array Modifier, den Curve to Tube Modifier oder hier den Scatter on Surface Modifier? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Lass uns einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefallen hat. Abonniere sehr gerne, wenn du mehr sehen möchtest. Und wie immer gilt, Fragen und Feedback, vielleicht auch Themenwünsche, gerne in die Kommentare posten. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Bye bye.